Hallo und herzlich willkommen zurück zu 911 Scales. Heute mal anschließend an das Macan Turbo Video haben wir mal die Basisversion, den kleinen Macan rausgeholt. Genau, und hier ist er, unser Vorführwagen Porsche Macan in der Basisversion. Das Fahrzeug hat 245 PS, ist natürlich besonders alltagstauglich, sehr komfortabel, auch für lange Strecken. Wir haben hier in dem Zuge natürlich wieder die Luftfederung mit am Start. Wir haben im Interieur zum Beispiel die 18 Wegesitze, die super bequem sind, und auch den Komfortzugang. Das heißt, das Fahrzeug kann ich einfach, wenn der Schlüssel in der Tasche ist, einmal gerade öffnen, kann mich reinsetzen und direkt losstarten. Also in einem kleinen Macan habt ihr eigentlich wieder Komplettausstattung. Ja, der ist definitiv wieder voll bis unters Dach. Genau, und was ich hier super schick finde, einfach mal kurz auf die Optik. Wir haben hier mal was ganz anderes. Wir haben das Fahrzeug in Dolomit Silber, gibt es auch gar nicht so oft. Und wir haben hier die Dachreling mal in Schwarz, damit wir einfach hier einen Kontrast haben. Und haben mal die Sideblades in Schwarz Hochglanz gewählt. Die sind oft in der Wagenfarbe lackiert, aber ich finde, hier unterstreicht es einfach nochmal den SUV-Charakter vom Fahrzeug. Also, kleiner Macan, 4 Zylinder, 245 PS waren das. Aber viel drin. Aber Komplettausstattung im Prinzip. Bei dem Video dreht es sich jetzt nicht um Speed, Geschwindigkeit, Sportlichkeit, sondern hier mal ganz realistisch Macan, wofür man ihn ja nutzt. Das ist ja Alltag, Komfort, Langstrecken, genau. Alles klar. Dann packen wir was. Aber kurz vorher zeige ich euch jetzt nochmal, was da hinten steht. Das ist schon der neue Panamera. Ganz frisch eingetroffen, der neue Panamera, das Facelift vom 971. Ja, sieht ein bisschen anders aus, aber trotzdem noch sehr ähnlich. Also hier unten, der hat im Prinzip die Front wie früher beim Sport-Design-Paket. Und hier, der hat neue Räder auch mit dabei. Die gab es vorher noch nicht. Sonst sind die Fahrzeuge aber sehr ähnlich. Der hier ist jetzt der 4S E-Hybrid. Das heißt, er ist ein bisschen schneller als der andere. Und hier größte Veränderung vom Exterieur. Der hat eine etwas andere Heckleuchte. Die ist jetzt ein bisschen prägnanter als vorher. Geht jetzt auch ganz durch. Tatsächlich sehr ähnlich zum Macan. Wenn man das hier einmal vergleicht, den Macan Turbo aus dem alten Video. Hier der Panamera, das sieht sehr ähnlich aus. Fahrzeug ist jetzt hier im Porsche-Zentrum zur Probefahrt bereit, also wer schon Interesse hat am neuen Panamera, ganz herzlich eingeladen. Kontaktdaten sind wie immer unten in der Videobeschreibung. Ja, und ich hoffe auch, dass wir demnächst den hier mal ausprobieren dürfen. Dann zeige ich euch den nochmal im Detail. Im Interieur hat sich nämlich auch noch ein bisschen was verändert. So, dann schnappen wir uns mal den kleinen Vierzylinder. Ich setze mich jetzt in Feierabendverkehr, es wird schon zügig dunkel und dann sehen wir uns morgen wieder. Ja, guten Morgen und willkommen zum sozusagen ersten Tag mit dem Macan. Gestern Abend war es halt schon relativ fix dunkel. Jetzt bei insgesamt 77 Kilometer. Und ja, erste Eindrücke nach dieser kurzen Distanz sind sehr positiv. Also, weil man natürlich eigentlich so verwöhnt ist und nur stark motorisierte Porsches fährt, die auch eigentlich alle weit über 100.000 Euro teuer sind im Neupreis. Da denkt man vielleicht, dass so ein kleiner Macan hier gar nicht so krass ist. Aber wenn man das Auto dafür nutzt, wofür es gedacht ist, wofür ja auch der Macan eigentlich gedacht ist, und weswegen ich den hier auch nochmal unbedingt fahren wollte nach dem Macan Turbo, der wirklich einfach nur ein krasses Auto ist. Der hier ist halt ein Auto und es ist halt das Auto von Porsche, um bequem von A nach B zu kommen, um das wirklich im Alltag zu nutzen. Und der Vierzylinder performt wesentlich besser, als ich dachte. Ich dachte, ist vielleicht doch ein bisschen wenig für so ein großes Auto, aber vollkommen ausreichend. Also, wenn man da reintritt, dann bewegt er sich auch richtig fix. Klar, wer jetzt aus dem 911er kommt, brauche ich jetzt nicht großartig drauf eingehen, ist klar, ne? Am Verbrauch sind wir gerade bei 8,9 Liter, also ist jetzt nicht großartig weniger als bei den 6-Zylindern. Da guckt man eher so auf die 10 Liter, also das ist kein Riesenunterschied. Das ist auch etwas so, man bei der Konfiguration von so einem kleinen Macan wirklich darauf achten sollte. Wenn der zu teuer wird, dann macht es eigentlich keinen Sinn, den kleinen zu nehmen. Dann kann man ruhig schon Macan S nehmen mit dem V6. Aber ich habe vorhin mal ein bisschen im Konfigurator rumgespielt. Man kriegt so einen kleinen Macan doch relativ günstig. Also viel braucht man da nicht,
um den wirklich schön zu haben. Der hier vom Porsche Zentrum Mannheim ist natürlich bis unter das Dach voll. Viel mehr, als ich jedem empfehlen würde, in so einen kleinen Macan zu stecken. Vorführer haben natürlich auch den Sinn, um wirklich alles zu zeigen, was die Fahrzeuge können. Im Prinzip braucht man nur die Sachen, dass das Auto komfortabel ist. Und das war's. Was mich besonders überrascht, der ist so ruhig. Der Vierzylindermotor, man hört den eigentlich nie. Was natürlich wirklich sehr komfortabel ist. Das hat mich beim Macan Turbo so ein bisschen gestört. Ich verstehe natürlich, Turbo-Variante soll sportlich sein, sehr, sehr sportlich sein, was der ja auch ist. Aber da war mir der Motor so ein bisschen zu prägnant im Prinzip. Also da wäre ich tatsächlich eher so der Typ, der sich so einen kleinen Vierzylinder holen würde. Turbo-Variante ist dann natürlich was ganz anderes, als wenn man hier reintritt. Der ist zügig genug, das wirklich. Also da bin ich echt total überrascht von. Dieser kleine Vierzylinder ist zügig genug, auch für die Autobahn. So, und wir fahren jetzt gerade noch mal fix zum Porsche-Zentrum, weil da kommt noch ein Follower von Instagram, ein Follower, der schon sehr lange bei mir auf der Seite unterwegs ist. Kommt spontan vorbei, das passt ganz gut. Und ja, das ist ein 16-jähriger Bub, kann man sagen. Interessiert sich für Modellautos und ja, ich glaube, heute ist das erstmal Porsche für ihn, das ist auch ganz cool, filmen wir aber nicht. Und dann sehen wir uns später wieder wirklich erste Fahreindrücke. Macan Vierzylinder. Super Auto. Kann man wirklich nicht viel meckern. Die einzige Sache, die ich zu meckern habe bei allen Macans, das Fach in der Mittelarmlehne ist zu klein für mein Handy, wenn der Stecker dran ist. Ja, das ist doof. Liegt halt jetzt immer im Getränkehalter. Na gut. Aber sonst, ja, er ist unheimlich ruhig, er ist unheimlich komfortabel. Guckt euch mal meine Konfiguration an. Ich habe wirklich darauf geachtet, dass das Auto günstig, in Anführungszeichen günstig bleibt. Das ist natürlich auch klar, Porsche ist ein teures Preissegment. Aber ich habe wirklich mal darauf geachtet. Könnt ihr mal kommentieren, ob ihr da noch mehr reinmachen würdet oder ob ihr sagt, das ist vielleicht sogar schon zu viel. So, Schwetzing ist immer was Feines und perfekt, um sich mal fix einen Kaffee zu holen. Weil das immer das größte Problem ist, wenn man so mitten im Odenwald ist. Das ist zwar wunderschön und ja, mit so einem Porsche ist es natürlich noch schöner, aber wo kriegt man seinen Kaffee her? Da muss man immer vorher ein bisschen nachgucken. Und Schwetzing ist auch echt immer wieder traumhaft. Für alle touristisch Interessierten, die hier noch nicht in der Region waren, Schwetzing wie Heidelberg kann man wirklich nur sehr empfehlen. Traumhafte Städte. Ja, und Macan, mal die Zündung anschmeißen, mal gucken, bei wie vielen Kilometern wir sind. Fährt mich wieder zurück in Position. Gutes Auto. 132 Kilometer haben wir in der Zwischenzeit. Und das waren ja somit die entspanntesten 132 Kilometer, die ich bis jetzt in einem Porsche verbracht habe. Ich habe jetzt mal im Konfigurator rumgespielt und da komme ich so, ja, bleibe ich doch unter 70.000 Euro. Und dafür muss ich sagen, dieses Auto von der Geräuschkulisse her, vom Komfort, jeden Cent wert. Bin ich echt überrascht. Also, man denkt ja eigentlich, so ein kleiner Vierzylinder Macan, das ist so Porsche-Preis, ist ein bisschen teurer als sein muss. Aber der Komfort ist echt wirklich toll. Also da kann man wirklich, man muss nur ein bisschen, denke ich mal, tricksen. Ich würde jetzt nicht die dicken 20 Zöller oder 21 Zöller drauf machen. Ich würde bei kleinen Rädern bleiben. Der Macan hat zufällig auch Standardräder, die finde ich ganz gut aussehen. Mit denen kann man gut leben in 18 Zoll. Luftfahrwerk braucht man da bestimmt nicht. Die Geräuschschutzverglasung würde ich schon mit reinnehmen. Das macht es doch einfach ruhiger. Ich merke das bei den Fahrzeuge, die das haben, Fahrzeuge, die das nicht haben. Das macht einen Unterschied. Und sonst braucht man eigentlich gar nicht viel Macan. Ich würde natürlich nicht hier die 18-Wege-Sitze nehmen. Ich bin ein Riesenfreund von den Komfortsitzen von den 14 Wegen. Ich finde die doch ein bisschen bequemer. Wobei sind hier nicht unbequem, das möchte ich nicht sagen. Also wir fahren jetzt mal gleich weiter in Odenwald und dann zeige ich euch ja den mal wirklich im Detail. Ich trinke jetzt erstmal in Ruhe meinen Kaffee. So, und da haben wir wieder den Fleck gefunden. Hier gibt es wirklich genug im Odenwald. Und hier, da ist er.
Diesmal in einer anderen Farbe, die hatten wir noch nicht auf dem Kanal. Dolomit Silber Metallic. Das ist ein Silberton, der hat so einen leichten Blautang. Der ist ein bisschen anders zum GT Silber Metallic. Ich hoffe, das kommt auf der Kamera gut rüber. Das ist wirklich ein kleiner Unterschied, aber hier gerade da rechts sieht man das ganz gut hier im Bild. Da ist er ein bisschen bläulicher. Wenn das Licht genau drauf scheint, dann sieht es tatsächlich sehr ähnlich aus. Hier die Front natürlich ein bisschen anders als bei Macan Turbo, das heißt, wir haben nur ein LED da unten fürs Tagfahrlicht und nicht eine Doppel-LED oben wie bei dem Turbo. Das hat auch nur der Turbo. Das hier sind 20 Zoll Räder. Die sehen schon ein bisschen kleiner aus als die 21 Zoll. Das macht tatsächlich einen Unterschied. Ja, aber umso kleiner die Räder, umso komfortabler wird es. Das ist einfach so. Da ja trotzdem noch das Luftfahrwerk drin. Das heißt, das ist noch ein bisschen komfortabler sogar. Und das Fahrzeug hier im Gegensatz zum Turbo hat das Entry and Drive. Das heißt, wenn ich hier drauf drücke auf diese Fläche, dann verschließt das Auto automatisch. Und wenn ich einfach dran bin mit dem Schlüssel in der Tasche und dran ziehe, dann ist er auch schon wieder offen. Ja, das Entry and Drive gibt es, glaube ich, für eigentlich alle Porsches im Angebot. Und das ist schon wirklich eine feine Sache. Einfach so ein kleines Komfortfeature. Sonst hier das Heck. Das sieht tatsächlich fast exakt so aus wie beim Macan Turbo. Der hier hat einen etwas anderen Dachspoiler. Der Macan Turbo hat so eine etwas, ja, sagen wir mal, krassere Form mit noch so extra Schlitzen oben drin, dass die Luft so durchgeht. Hier, der hier hat auch die Sportabgasanlage. Bei einem Vierzylinder Macan braucht man das eigentlich nicht. Das hier hat eher optische Gründe. Der hat nicht die großen ovalen Endrohre, sondern hier dann die 4 Doppel, denn jeweils die 2 Doppelendrohre. Sieht dann einfach ein bisschen cooler aus, sagen wir mal, einen etwas sportlicheren Look. Wir haben keinen Macan-Schriftzug hier, der Porsche-Schriftzug ist abgedunkelt. Sonst Exterieur, was man noch sagen kann, oben haben wir wieder das Panoramadachsystem. Wir haben die Reling oben dran und hier unten, die Laura Siepert sagt ja schon, die Sideblades sind in schwarz Hochglanz lackiert. Spiegel sind gerade eingefahren, die fahren sich dann automatisch aus, sobald die Zündung eingeschaltet wird. Vorne das Licht ist schon das PDLS Plus LED Licht. Interieur, bei dem hier schwarzes Lederinterieur mit den 18 Wegesitzen. Das finde ich ist einfach ein bisschen Overkill bei so einem kleinen Macan. Wie schon gesagt, ich finde die Komfortsitze sind die bessere Wahl beim Macan Cayenne und ja, je nach Fahrstil auch beim Panamera. Durch das Entry and Drive haben wir hier nicht den Schlüssel, den wir reinstecken. Den Schlüssel haben wir hier, wie gehabt, ganz normal. Den stecken wir aber nicht mehr rein, sondern wir haben hier so einen Kippschalter, wie beim 11er oder beim Panamera. Und sonst das Interieur ist sehr ähnlich wie beim Macan Turbo, den ich euch schon gezeigt habe. Es gibt ein paar Unterschiede. Das Fahrzeug hier zum Beispiel hat das andere Lenkrad, das normale Standardlenkrad, das ist ein bisschen größer im Umfang einfach und das hat hier nicht diese Schrauben drin. Das ist einfach ein bisschen anderes Styling. Radarabstandshalter haben wir auch und vielleicht habt ihr schon gesehen, das Fahrzeug hat kein Sport-Chrono-Paket. Ist, glaube ich, jetzt insgesamt erst der zweite Porsche, den ich ohne Sport-Chrono-Paket fahre. Und das ist bei diesen kleinen Basismodellen wirklich gar nicht schlimm. Ich hatte schon mal in einem Panamera 4, den ich mal gefahren bin, über eine etwas längere Strecke. Und wenn man die kleinen Basismodelle hat, finde ich, ist das wirklich nicht schlimm. Hier dreht es sich darum, ja auch im Kostenrahmen zu bleiben. Das ist der Sinn einer Basisversion. Man kann sie auch komplett voll machen. Ja, das geht natürlich. Ich denke, Porsche wird da auch nicht Nein sagen, wenn man denen mehr Geld bezahlt. Und wenn man das Auto wirklich so benutzt, wie es wirklich gedacht ist als komfortables Reise-Alltagsauto, ist mega. Also wirklich extrem ruhiges Auto. Sonst hier, man kann auch ohne Sport-Chrono-Paket hier noch manuell den Sportmodus anwählen, hat aber keinen Sport-Plus-Modus mehr. Hier der wieder Macan Turbo hat auch den Spurhalteassistent. Wir haben Sitzheizung, wir haben sogar Sitzheizung hinten. Klimaautomatik kennen wir alles, das Display kennen wir auch. Das ist dasselbe wie im Macan Turbo. Und wer jetzt denkt, so ein kleiner Macan, der kann nicht sportlich, zeige ich euch in diesem Video nicht, brauche ich nicht. Ich bin mal, als das Porsche Experience Center auf dem Hockenheimring eröffnet wurde, bei einem Instruktor mitgefahren in einem komplett voll ausgestatteten Basis Macan. Da hat er auch noch das Sport-Chrono-Paket. Aber ja, das in den richtigen Händen kann auch so ein Macan in der Basisversion wirklich sportlich sein. Nicht auf der Geraden, das ist klar, mit 245 PS ist da irgendwo eine Grenze. Aber ja, große Reifen, gutes Fahrwerk macht halt immer vieles aus und ist halt trotzdem noch ein sehr sportlicher SUV, auch mit dem kleinen Vierzylinder. Weiter Lederpaket
Heißt, wir haben hier oben den Teil aus Leder, das ist sehr schön. Das hier ist mal komplett Standard in Plastik gehalten. Sieht man vielleicht nicht allzu häufig in den Vorführern, geht aber tatsächlich auch. Das wirkt nicht billig oder so. Ich finde, das sieht immer noch ganz gut aus. Sonst haben wir unten noch das Bose Soundpaket, wo ich wirklich sage, das ist so ein Must-Have, auch im kleinen Macan. Und hier, der hat sogar das Memory-Paket für die Beifahrerseite. Hat auch wieder die Porsche-Wappen in der Kopfstütze eingeprägt. Das sind so alles kleine Extras. Braucht man nicht unbedingt. Sieht aber wirklich cool aus. Also die Wappen in der Kopfstütze, ich mag die immer sehr. Ja, und was mir halt wirklich aufgefallen ist, der Unterschied zum Macan Turbo ist halt wirklich einfach die Leistung. Sonst ist da wirklich nicht großartig ein Unterschied. Im Normalbetrieb finde ich den Leistungsunterschied gar nicht so gravierend. Was mir positiv auffällt, ist, dass der Vierzylinder unheimlich leise ist. Also klar, Porsche verbindet man gleich sofort mit Sportlichkeit, aber Porsche kann auch wirklich Komfort heißen. Und hier in diesem kleinen Basis-Macan ist so komfortabel. Super. Wirklich klasse gemacht. Ja, und wer überlegt, Einstieg in die Porsche-Welt, Macan kann ich tatsächlich einfach nur empfehlen. Ist ein tolles Auto, ein super Allrounder. Persönlich muss man natürlich auch SUV wollen, das ist klar. Sonst der andere Einstieg in die Porsche-Welt ist Boxer und Cayman. Das sind natürlich ganz andere Autos. Auch mit Vierzylinder, auch die kleine Variante bringt richtig Spaß. Und ja, jetzt wird es auch schon wieder dunkel. Das ist jetzt in dieser Jahreszeit so. Morgen schnappen wir uns einen Björn und dann fahren wir mal rüber in die Pfalz und gucken uns mal den Pfälzerwald an. Und da sind wir im schönen Pfälzerwald, mal auf der anderen Rheinseite, mit dem Björn zum Bilder machen. Und ja, gefällt uns gut hier, oder? Ja, definitiv. Wetter passt hervorragend wieder. Keine Sau hier. Location ist super. Komplett. Man hört es, denke ich, im Video, dass man nichts hört. Ja, genau. Man hört wirklich nichts. Man kann ja wirklich ganz in Ruhe Bilder machen. Die Natur vor allem genießen. Das ist wirklich traumhaft. Ja. Also Pfälzerwald lohnt sich echt mal hier rauszufahren, sich das anzugucken. Und ja, Macan war entspannt auf der Autobahn, sehr oder? Sehr entspannt, ja. Also raus. Ist halt sein Metier, ne? Ja, das ist wirklich so. Entspanntes Auto bisher? Definitiv, ja. Ja, denke ich auch. Also der kleine Vierzylinder ist halt super ruhig. Ja, auch super zum Reisen. Sehr angenehm. Entspannte Reisegeschwindigkeit, dann passt das super. Ich hatte ihn einmal kurz auf 200, als ich den Björn abgeholt habe. Geht mit denen auch, macht er auch wunderbar. Wie der Turbo im Prinzip, selbe Straßenlage. Ja. Spüren wir beide keinen Unterschied, oder? Das Fahrwerk ist super. Ja. Ist halt nur ein bisschen langsamer, aber sonst. Ja, das passt so halt. Brauchst du jetzt, willst du auch gar nicht bei dem Auto. Bei dem Auto willst du entspannt fahren. Genau. Da willst du jetzt gar nicht rasen oder irgendwas. Machst du Abstandsregelungen ein und dann passt das. Mehr willst du auch gar nicht. Das ist echt so, ja. Also es ist natürlich ein bisschen Porsche untypisch, ein bisschen entspannter und gediegener unterwegs zu sein, aber ja, passt halt auch unheimlich. Hat auch was, ne? Ist halt ein super Reiseauto, einfach. Also definitiv das entspannteste und bequemste Auto, was wir bisher hatten. Und ja, wir genießen jetzt hier nochmal ein bisschen die Natur, fahren noch zu ein paar anderen Spots weiter. Ja. Und dann ja, fahren wir nochmal nach Bad Dürkheim und essen nochmal schön ein bisschen pfälzerische Spezialitäten. Also wer touristisch hier in der Pfalz unterwegs ist, hier kann man ruhig mal vorbeischauen. Schöne pfälzerische Spezialitäten. Wobei Björn und ich, wir waren jetzt nicht ausgefallen. Bratwürste und Schnitzel, nein, das gibt's noch woanders.
Ja. Aber lecker Kartoffelsalat, ja. Aber es gibt auch Saumagen zum Beispiel, also man kann sich da gut was gönnen. Und jetzt gucken wir mal, dass wir noch einen kleinen Spot finden in den Weinreben hier, in den Weinfeldern. Bei Pfalz zeigen ohne Wein ist natürlich auch ein bisschen falsch, oder? Das war's dann bis hier mit dem kleinen Macan Vierzylinder. 2 Liter Hubraum in so einem großen Auto reicht aber vollkommen aus. Das, glaube ich, hätten weniger erwartet, als wir dieses Video hier angefangen haben. Und auch ich muss sagen, ich hätte es nicht erwartet. Und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis hätte ich gedacht, ist nicht so gut, aber doch tatsächlich. Also für das Geld kriegt man hier wirklich ein super komfortables Auto, was natürlich auch noch unheimlich gut aussieht. Also das ist halt das Krasse beim Macan. Das Aussehen ist halt einfach mega. Ja, und wenn euch das gefallen hat, gerade mal der Vergleich auch mit dem Macan Turbo, dann ja, lasst einen Daumen oben da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir wieder im Porsche unterwegs sind. Bis dahin, Allah, ciao!